In diesem Video geht es darum, wie ein Multisample erstellt mit Sounds von einem Drumcomputer. Und damit das Ganze ein bisschen spannender ist, samplen wir nicht einfach nur Rolands R8, sondern erstellen mit den Sounds richtige Effektklänge, die man dann prima über die Tastatur in einem Sampler spielen kann. Und dazu habe ich mir hier ein kleines Setup überlegt. Quasi, wir schicken die zuerst über so einen simulierten Preamp, danach durch einen Kompressor und am Ende nehmen wir sozusagen nur den Hall, also nur den Wet-Anteil davon auf und das sollen unsere Samples werden. Genau. Wie klingt das Ganze? Ja, super. Schön nach 80ern und genau sowas kann man halt irgendwo gut in den Song auch irgendwo einbauen. Gerade auch die Toms klingen da super. Eine MIDI-Spur habe ich dazu schon vorbereitet. Wir samplen jeden Halbton, weil natürlich auf jedem Halbton eigentlich ein Sound auf den Drumcomputer getriggert wird. So, wenn wir die Datei aufgenommen haben, können wir die Effekte noch ein bisschen anpassen, wenn wir das möchten. Ähm, Ich speichere jetzt das Ergebnis einfach mal ab. Wichtig ist, ich setze hier wieder das Wave-Format. Ich nenne das mal R8FX und das sind Drum Sounds. Das heißt, wir starten hier bei Note 36 und haben immer jeden Halbton gesampelt. Das heißt, ich nenne die jetzt einfach R8FX unterstrich 36 unterstrich 1 und speichere die jetzt mal mit Effekten ab. Die fertige Datei habe ich nun auf dem Desktop liegen und als erstes erzeuge ich mir einen Ordner, mit dem ich gleich weiterarbeite. Den nenne ich jetzt einfach R8FX und kopiere die Datei dort hinein. Aus dieser Datei möchte ich natürlich jetzt gerne wieder die Einzelsamples herauslösen. Dazu könnt ihr ein Programm kostenlos von meiner Homepage laden. Das Programm nennt sich Session to WAV und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich ziehe die Datei einfach in das Programmfenster und die Software erkennt jetzt automatisch, dass da einzelne Dateien drin sind. Ihr könnt die auch anklicken und man kann mit den Pfeiltasten hier auch so durchscrollen. Das sind alle unsere Sounds, die wir aufgenommen haben. Man kann jetzt hier noch so ein paar Parameter einstellen. Zum Beispiel kann ich sagen, ich hätte die gern alle noch etwas länger. Das kann ich einfach mit dem Bereich Add Release machen. Und hinten kann ich dafür die Ausklingphase direkt ein Fade-Out setzen lassen. Vorne setzen wir auch ein kurzes Fade-In. Wenn wir möchten, können wir das Ganze hier noch normalisieren. Ich sage jetzt einfach mal Write Regions. Da soll das Ganze auf die Festplatte schreiben. Wie ihr seht, hat die Software die ganzen Einzeldateien hier erzeugt. Und diese gesammelte Datei, wo alle drin sind, die brauchen wir jetzt im Grunde gar nicht mehr. Ich werfe die daher in den Papierkorb. Session to WAV können wir auch beenden. Das sind jetzt alle unsere Einzelsamples. Was noch nicht so schön ist, ist die Benennung der Dateien. Dazu könnt ihr ein Programm benutzen, das nennt sich Endless WAV und könnt ihr auch von meiner Homepage herunterladen. Endless WAV ist eigentlich ein Loop-Editor. Das heißt, wenn ihr eine Datei hier reinzieht, dann könnt ihr jetzt hier saubere Loop-Punkte setzen und naja, das brauchen wir hier eigentlich überhaupt nicht. Was wir hier machen können, ist, wir wechseln einfach direkt in den Bereich Rename und Rootkey. Und dann erkennt das Programm diese Dateien als Sample Sessions, ähm, benennt die jetzt auch passend. Das heißt, ihr seht jetzt hier an der Seite die neue Namensgebung der Dateien. Und ich sage jetzt einfach mal OK. Das heißt, ich loope überhaupt nichts. Ich benutze einfach Endless WAV nur zum Umbenennen der Dateien. Ja, um daraus jetzt eine SFZ-Datei zu machen, könnt ihr auch ein Programm von meiner Homepage benutzen. Das nennt sich Beyond Sample Mapper. Wie funktioniert das? Ich schnappe mir jetzt einfach mal alle Dateien, ziehe die hier in das Fenster und es kommt so ein Dialog hier hoch. Die Software hat jetzt die Tonhöhe der einzelnen Noten schon erkannt und hier gibt es jetzt eine Funktion, die nennt sich Drum Mode. Das heißt, der Root Key ist gleichzeitig sozusagen die Range. Das heißt, die geht nicht über mehrere Tasten, sondern nur auf einer einzelnen Taste und wir aktivieren eine One-Shot-Funktion. Das heißt, das Sample wird immer komplett gespielt. Oh, das importieren wir mal. Und schon haben wir im Grunde die Sounds hier passend drin und können das Ganze als fertige SFZ-Datei speichern.